Vinyl für deine Treppe bestellen? Ist ganz einfach. Ich erzähle dir jetzt, worauf du achten musst. Erstmal ist natürlich die Frage, welcher Belag kann denn überhaupt zu einer Treppenstufe geformt werden? Da haben wir einmal das Vinyl natürlich, Klickvinyl, Klebevinyl, egal ob in Dielenform oder auch in Fliesenform. Es kann ein Parkett als Stufe geformt werden oder aber auch teilweise unsere Wandbelege. Wir haben Kunststoffbelege, die können auch als Außenecke geknickt werden. Von den Stufenformen haben wir 4 verschiedene Arten, 4 verschiedene Typen, Typ A, B, C und D. Was bedeutet das jetzt, wenn ihr eure Treppe plant? Der Typ A ist zum Beispiel einfach nur eine Außenecke. Bei der Typ A-Stufe wird unten auch nachher die Verbindung entfernt. Typ B ist im Endeffekt genau das Gleiche, nur dass die Klickverbindung erhalten bleibt. Wenn ihr dann mit Typ B arbeitet, könnt ihr das hier realisieren, dass ihr hier euren Knick habt. Meinetwegen hier ist dann nachher die Verbindung noch erhalten und ihr könnt hier weiter ranklicken, sodass ihr hier eine Setzstufe mit realisieren könnt oder quasi die Stufe komplett verkleidet damit. Typ C ist dann, so wie hier oben zum Beispiel, dass ich hier auch wieder diesen Winkel habe, ich aber auch noch nach unten wieder zurückgehe. Das ist oft bei zum Beispiel alten Holztreppen, wo ich so einen kleinen Vorsprung habe und diesen Vorsprung von der Stufe möchte ich mit verkleiden. Wenn sie dann fertig geknickt ist, sieht das nachher so aus. Ich habe hier geht's los, dann gehe ich hier runter, die Stärke meiner Stufe und dann geht es hier wieder das Stückchen zurück. Bei der Stufe D ist es das gleiche wie bei der C-Stufe, nur dass vorne eine Einlage drinne ist. Und das bedeutet, hier vorne drinne kommt eine Spanplatte mit eingeleimt, so dass ich zum Beispiel solch eine eckige Stufe zu so einer machen kann. Ihr müsst auch wissen, geknickt wird immer eine komplette Diele. Das heißt, ist eure Diele 1,20 Meter, dann werden 1,20 Meter auch geknickt. Ist eure Diele zum Beispiel bei einer Fliese nur 90 oder 60, werden immer nur diese 90 oder 60 geknickt. Eine standardgerade Stufe ist 90 cm ungefähr. Da würde so eine natürlich ausreichen. Wenn ich aber eine Fliesenoptik habe, dann kann halt 90 schon als Stufe zu breit sein, so dass ich hier eine Naht bekomme. Da müsst ihr halt darauf achten, wo wollt ihr nachher auch diese Naht, diese Kopfnaht in der Stufe haben. Wollt ihr das vermitteln, dann fällt halt links und rechts nachher immer was von ab. Ihr habt mehr Verschnitt. Oder sagt ihr, ich fange hiermit rechts an der Stufe, klicke hier ein, schneide das hier ab. Und das, was ich hier abgeschnitten habe als Stufe, nehme ich für die nächste Stufe wieder als Anfang. Man kennt das vom Verlegen, wo ich das, was ich hinten abschneide, vorne wieder mit anfange. Das ist natürlich verschnittärmer. Das heißt, für eure Treppe gebt ihr uns am besten die Anzahl eurer Stufen. Dann, falls die Diele zu kurz sein sollte für eine Stufe, wo möchtet ihr den Stoß haben, dass wir vernünftig rechnen können. Und je nach Stufenart, ob Typ A, B, C oder D, brauchen wir natürlich unterschiedliche Maße. Bei A und B ist das alles nicht so schlimm, weil ja, dann nur dieser eine Knick herrscht. Bei Typ C und bei Typ D brauchen wir halt noch weitere Maße. Das ist halt wichtig, weil wir einmal dieses Innenmaß brauchen. Da messt ihr die Stärke eurer jetzigen Stufe, weil das nehmen wir als Innenmaß an. Bedenkt dabei, dass auch ein bisschen Kleber mit dazu muss. Das heißt, messt am besten einfach nur eure Stufe, wie sie ist, gebt uns dieses Maß durch. Wir packen ein bisschen was oben drauf, damit auch da Kleber noch reinkommt. Und dieses Maß hier unten brauchen wir auch. Das heißt, wie weit geht eure Stufe hier wieder zurück? Ob es nun die vorhandene Stufe schon ist oder ob ihr das mit diesem Vorsatz möchtet, da müsst ihr uns halt auch ein Maß mitgeben, wie ihr das haben möchtet. Des Weiteren geht es noch einmal um die Setzstufe. Das heißt, wir haben da 2 Möglichkeiten. Unsere Setzstufen sind weiß und wir haben hier eine Stärke von 8 mm oder von 4 mm. Ich persönlich bevorzuge 8 mm, weil sie einfach ein bisschen dicker ist. Man hat hier auch eine schöne weiße Kante, so wie es hier ist. Das ist dann nachher bei der 4 mm nicht. Da hat man das von vorne so leicht bräunlich, wie man das von einem HDF-Träger dann kennt. Ihr bekommt auch, wie gesagt, immer nur die
ganze Diele als geknickte Stufe. Ihr seid dann selber nachher dabei und schneidet euch die auf Länge. Und wenn nach hinten was fehlt, klickt ihr das halt noch selber ran mit den extra Dielen, die ihr noch bestellen müsst. Das heißt, was bekommt ihr von uns? Ihr bekommt von uns die geknickte Stufe nach den Maßen, so wie ihr sie uns gegeben habt. Bezüglich Montage haben wir gute Videos. Guckt euch die mal an. Da erklären wir euch ganz genau, worauf ihr achten müsst, wie das Ganze funktioniert. Als letztes will ich noch ganz kurz die Abdeckkappen ansprechen. Bei Stufe C und D zum Beispiel, da gibt es so Abdeckkappen, die werden für euch gefräst. Nachdem ihr die Stufe zugeschnitten habt, wird diese Kappe aufgeklebt, wird hier schön bündig geschnitten, leicht angeschliffen und dann ist das auch bei einer halboffenen Treppe oder ganz offenen Treppe habt ihr dann einen schönen Abschluss an der Kopfseite. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, die ich jetzt nicht geklärt habe, guckt einfach mal oben bei uns oder unten rechts, da ist der WhatsApp-Service, fragt uns, wir helfen euch da gerne weiter. Und ja, ich hoffe, ihr habt das soweit gut verstehen können. Ich wünsche euch dann viel Spaß mit eurer neuen Treppe. Ciao.